letzter Zeit hört man überall dasselbe. Eine Rohstoffkrise steht unmittelbar bevor, die Regale werden leer sein. Decken Sie sich sofort ein, kaufen Sie das Kraftwerk, geben Sie ein Vermögen für Konserven aus. Hören Sie zu. Diese Stimmen wollen Ihnen Panik verkaufen, nicht Vorbereitung. Und Panik ist keine Strategie. Panik bedeutet Kontrollverlust. Der dünne Faden der Weltwirtschaft, das sogenannte Just-in-Time, wird bald reißen. Ja, aber die Lösung ist nicht, Kreditkarten zu horten und die Garage mit Plastikboxen vollzustopfen. Denn was tun Sie, wenn die Logistik zusammenbricht, die Rohstoffkette reißt, Ihre teuren Geräte den Geist aufgeben oder Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind? Wenn der Bildschirm Ihres Geräts während einer Rohstoffkrise kaputt geht, können Sie den Reparaturchip nicht aus China bekommen. Heute erzähle ich Ihnen vom Unsichtbarkeitsprotokoll, das die moderne Welt vergessen hat, das aber unseren Großvätern 1945 in den zerstörten Städten das Überleben ermöglichte. Wir präsentieren Ihnen revolutionäre Lösungen, die Sie nirgendwo sonst finden, die man nicht mit Geld kaufen kann, die aber Ihr Leben retten werden. Wenn Sie bereit sind, beginnt die Operation. Wisst ihr, wie die Hygiene aufrechterhalten wird, wenn die chemische Industrie zusammenbricht? Man wird euch sagen, es gibt eine Tensitkrise, deckt euch mit Waschmittel ein. Gut, ihr habt euch eingedeckt. Aber was ist, wenn der Vorrat in 6 Monaten aufgebraucht ist? Oder wenn die Logistik komplett zusammenbricht? Sobald die Hygiene leidet, kehren mittelalterliche Krankheiten zurück. Was wird unser urbaner Prepper-Freund Andreas tun, wenn ihm in seiner Wohnung im 15. Stock das Waschmittel ausgeht? Dafür gibt es eine überraschende Lösung. Die Laugen- und Saponin-Revolution von 1945. Wisst ihr, was die meisten von euch als Müll bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine Chemiefabrik, Holzasche. Wenn es wirklich zu einer Krise kommt, ist die glitschige Flüssigkeit, Lauge, die entsteht, wenn man Holzasche in Wasser kocht und abseit, der stärkste Entfetter der Welt. Das darin enthaltene Kaliumcarbonat ist der Vorfahre der teuren Waschmittel, die ihr heute im Handel kauft. Aber es gibt noch etwas Überraschenderes: Rosskastanie und Nachtkerze. Es gibt Pflanzen in der Natur, die eine natürliche Seifensubstanz namens Saponin enthalten. Zerdrückt eine Rosskastanie und, wenn man sie in heißem Wasser einweicht, erhält man einen so kraftvollen Reiniger, dass man ihn sogar in der Waschmaschine verwenden kann. Wenn die Rohstoffkrise Polymere und erdölbasierte Reiniger trifft, werden die Anhänger des Kommissars ihre eigene Reinigungsfabrik im Wald oder Park errichtet haben. So beenden wir die Abhängigkeit von Chemikalien. Und all das haben Sie schon als Kind in Geschichten Ihrer Großeltern gehört, nicht wahr? Wissen Sie, was die unsichtbare Gefahr ist, wenn die Nahrungsmittel- und Düngemittelkrise ausbricht? Wenn die Erdgaspreise steigen, schließen Düngemittelfabriken. Ohne Dünger wächst kein Getreide und ohne Getreide kostet Brot 5 Euro. Sie kennen diese Kette. Was ist die Lösung? Gehen Sie und kaufen Sie 100 Kilo Reis? Nein. Die wahre Lösung ist, Ihren eigenen Kreislauf zu schaffen. Die überzeugende Lösung lautet menschliches Gold und Kompostierungstaktiken. Im Laufe der Geschichte waren es diejenigen, die die größten Belagerungen von Städten überlebten, die Abfall in Gold verwandelten. Es mag Ihnen heute ekelhaft vorkommen, aber in Krisenzeiten ist Urin die reinste Stickstoffquelle der Welt. Verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:10 ersetzt er die teuren, nicht verfügbaren Düngemittel. Wenn Andreas Kartoffeln in Töpfen auf seinem Balkon anbauen will, kann er nicht auf Dünger von außen warten. Wir nennen das Kreislaufwirtschaft. Als die Menschen 1945 in den Trümmern Berlins Parks in Gärten verwandelten, warteten sie nicht auf Rohstoffe. Sie führten ihre eigenen biologischen Abfälle dem Kreislauf wieder zu. Die Rohstoffkrise sollte nicht ihr Ende bedeuten, sondern eine Unabhängigkeitserklärung sein. Übrigens, wenn Sie Andreas kennenlernen möchten, können Sie sich sein Video in meinen Videos ansehen und ihn kennenlernen. Und natürlich sollten Sie unbedingt Johanna kennenlernen. 2 unterschiedliche Leben, eines in der Stadt, eines auf dem Land. Sie werden dir viele Erfahrungen bringen. Wenn Johannas ländliche Weisheit und Andreas urbane Gerissenheit zusammenkommen, wirst du gewinnen. Sind Powerstations eine Falle in Sachen Elektronik und Energie? Alle sagen,
Kauf dir eine Powerstation. Aber ich sage dir Folgendes. Die Lithiumzellen und Chips in diesen Geräten sind der Kern der Rohstoffkrise. Du kannst sie nicht reparieren, wenn sie kaputt gehen. Es gibt keine Ersatzteile, keinen Service. Wie bleibt also der graue Mann, der Unsichtbare, beleuchtet und warm, wenn die Energieversorgung zusammenbricht? Die Methode, die ich dir gleich erklären werde, ist ein thermodynamischer Trick, den selbst moderne Ingenieure bewundern würden. Vergiss das nicht und konzentriere dich. Die geniale Lösung: passive Wärme und Terrakotta-Heizkörbe. Da die Rohstoffkrise die Kunststoffindustrie stark getroffen hat, wirst du vielleicht keine Heizdecken finden, aber es gibt immer Erde und eine Kerze. Ein Terrakotta-Heizkörbchen, gebaut aus 2 Töpfen und einer Kerze, kann einen kleinen Raum mit Hilfe thermodynamischer Prinzipien vor dem Ausfrieren bewahren. Diese Methode heizt nicht das ganze Haus. Sie funktioniert nur, wenn man sich, wie Andreas, in einem einzigen Raum einschließt und sich einen Wohnraum schafft. Zur Beleuchtung: Olivenöl oder ein anderes Pflanzenöl mit einem einfachen Baumwolldocht spendet stundenlang Licht. Wer auf Technologie angewiesen ist, steht im Dunkeln, sobald die Batterien leer sind. Doch diejenigen, die dem Kommissarprotokoll folgen, halten ihre Systeme mit uralten, aber bewährten Methoden am Laufen. Merke, die fortschrittlichste Technologie ist die, die nicht funktioniert. Die einfachste Technologie ist die, die niemals ausfällt. Denk über diesen kurzen Satz nach und du wirst verstehen, was ich meine. Warum kann Hamstern riskant sein? Aus Sicherheitsgründen. Wer in einem hungernden Viertel Lebensmittel und Waschmittel nach Hause bringt, wird zur Zielscheibe. Eine Rohstoffkrise löst soziales Chaos aus. Die wahre Lösung: Dezentralisierung und Geheimhaltung. Lagert eure Vorräte nicht an einem Ort. In Andreas Wohnung legen wir Scheinvorräte an. Das Bild eines scheinbar fertigen, ausgebeuteten Hauses, der Unsichtbare, aber ihre wahren Ressourcen befinden sich unter den Dielen, in Hohlräumen der Wände oder in von ihnen im Außenbereich ausgemachten toten Übergabestellen. Sammeln sie nicht nur Güter, sondern auch Tauschwert. Bei Rohstoffknappheit ist Geld wertlos. Alkohol, Tabak, Antibiotika und vor allem Wissen sind die neue Währung. Jemandem beizubringen, wie man Seife herstellt, ist wertvoller, als ihm ein Stück Seife zu schenken. So werden sie vom Opfer zum unverzichtbaren Anführer. Übrigens, in meinen späteren Videos zeige ich Ihnen eine Sammlung von Gegenständen, die Sie für den Tausch sammeln. Darin beschreiben verschiedene Personen ihre Vorräte und Tauschgegenstände. Das könnte Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Angenommen, Ihr Auto hat eine Panne. Dank Ihrer Tauschgegenstände kümmern sich andere um die Logistik, nicht Sie selbst. Viele glauben, das zu wissen, aber das stimmt nicht. Das ist logistische Blindheit, warum Vorratshaltung allein nicht ausreicht. Wir müssen dieses Problem angehen. Die FIFO-Regel First in, First out und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind die wichtigsten Hinweise in diesem Video. Die meisten Prepper horten 50 Kilo Reis in ihrer Garage, doch 6 Monate später wissen sie nicht, was sie tun sollen, wenn Insekten sich daran gütlich tun. Die Rohstoffkrise besteht nicht nur im Mangel an Reis selbst, sondern auch im Fehlen von chemischen Konservierungsmitteln und Verpackungsmaterialien. Wie soll Andreas seinen Reis im 15. Stock ohne Staubsauger lagern? Hier kommt das Protokoll von 1945 mit den getrockneten Lorbeerblättern im Glas ins Spiel. Ich habe die Details dazu in meinen anderen Videos ausführlich erklärt. Schaut sie euch unbedingt an. Lest auch die Kommentare, denn dort teilen ältere und erfahrenere Leute ihre Erfahrungen und die sind Gold wert. Die Krise der Arzneimittel und medizinischen Rohstoffe, unsere größte Schwachstelle, bezeichnen wir als Ersatzmedizin. Das heißt, wenn keine Apotheke in der Nähe ist, solltet ihr selbst natürliche Desinfektionsmittel und Wundversorgungsmittel herstellen. Ihr fragt euch, wie? Wenn in Krankenhäusern die Plastikverpackungen ausgehen, kann selbst eine einfache Infektion tödlich enden. Was macht ihr, wenn eure Antibiotikavorräte zur Neige gehen? Die Herstellung von kolloidalem Silber, dem natürlichen Antibiotikum oder die Verwendung von Propolis. Das sind keine Hobbys,
Sie sind deine einzige Chance, wenn die Rohstoffversorgung zusammenbricht. Du musst lernen, wie Johanna ihre eigene Naturapotheke auf dem Land betreibt. Die Details hebe ich mir für andere Videos auf. In der Tauschwirtschaft des Unsichtbaren, Information ist Geld, musst du wissen, was wertvoll wird, wenn Geld an Wert verliert. Die Ökonomie schlechter Gewohnheiten ist am wertvollsten. Rohstoffkrisen treffen Luxusgüter, Kaffee, Zucker, Alkohol und Tabak. Diese sind in Krisenzeiten wertvoller als Gold. Aber weißt du, was dein wichtigstes Tauschmittel ist? Reparaturkenntnisse. Ein Mann, der einen Generator reparieren kann, teilt die Hälfte des von diesem Generator produzierten Stroms. Diejenigen, die dich mit KI-Videos verängstigen, sagen, kauf es. Ich sage, lern es. Eine Zange und ein Stück Draht können mehr Türen öffnen als ein LKW voller Konserven. Das ist nicht nur Männersache, auch Frauen können reparieren. Frauen sind unsere Stütze in Zeiten des Stromausfalls. Ohne sie könnten wir nicht bestehen. Ich werde ein spezielles Video für Frauen machen. Ihr Wert ist unbezahlbar. Danke, dass ihr da seid. Wenn die Rohstoffkrise Halbleiter und Mikrochips trifft, werden die 1000 Euro teuren Handys in eurer Tasche zu nichts anderem als Glassplittern. Wisst ihr, wie Andreas im 15. Stock Nachrichten bekommen soll, wenn die Basisstationen wegen fehlender Ersatzteile ausfallen? Die überraschende Lösung lautet Kristallradio, batterielose Kommunikation. Eines der größten Geheimnisse des Protokolls von 1945 ist das batterielose Radio. Mit nur einem Kupferdraht, einem Bleiglanzkristall oder einer rostigen Rasierklinge und einer Bleistiftspitze und einem Ohrhörer lassen sich in der Luft schwebende Radiowellen ohne Strom in Schall umwandeln. Richtig gehört, keine Batterien, keine Solarzellen, keine Abhängigkeit von Rohstoffen, nur Physik. Wenn die moderne Technologie versagt, empfangen sie mit diesem primitiven, aber unsterblichen System weiterhin Nachrichten aus der Welt. Das ist die Kommunikationsunabhängigkeit eines wahren, Unsichtbaren. Wenn die Rohstoffkrise die Stahl- und Metallproduktion zum Erliegen bringt, wird es unmöglich, ein gutes Messer oder eine Axt zu finden. Während manche sagen, kauf dir Werkzeug, sollten sie lernen, aus Schrott Werkzeug herzustellen. Wenn Stahlwerke stillstehen, tauschen die Menschen auf dem Tauschmarkt gegeneinander, um ein einziges gutes Sägeblatt zu ergattern. Ein Anhänger des Kommissars weiß jedoch, wie man aus einer alten Autofeder, Federstahl, vom Schrottplatz das haltbarste Messer der Welt herstellt. Die technische Anleitung lautet Karbonisierung und Abschrecken. Ist das Metall weich, kann man seine Oberfläche durch stundenlanges Erhitzen über Holzkohle und anschließendes Füllen mit Knochenpulver oder Lederspänen mit Kohlenstoff härten. Einsatzhärtung. Rohstoffkrisen beenden die Neuproduktion. Doch für diejenigen, die vorhandenes Metall zu verarbeiten wissen, wird die Welt zum Rohstoffparadies. Man muss nur wissen, welche Stahlsorte aus welchem Schrott stammt. Wenn Plastik und Batterien ausgehen, ist die Dunkelheit der größte Feind. Was passiert, wenn die Taschenlampen ausfallen? Sind die Batterien leer, versinkt die Stadt in völliger Finsternis. Wenn unsere elektrischen Nachtsichtgeräte aufgrund der Rohstoffkrise nicht geladen werden können oder kaputt gehen, greifen wir auf eine uralte, aber effektive Methode zurück: Katzenauge und Licht sammeln. Die praktische Lösung ist folgende: Indem man eine einfache Sammellinse, eine alte Lupe oder Brillenglaslinse auf das Ende eines Kastens setzt und das Licht in einem dunklen Raum an eine Wand projiziert, Prinzip der Camera obscura, kann man selbst kleinste Bewegungen im Freien vergrößern und beobachten. Wenn aufgrund von Rohstoffknappheit keine Leuchtraketen zu finden sind, muss man außerdem wissen, wie man Sonnenlicht mit Hilfe von Spiegeln im Morsecode über Kilometer hinweg überträgt. Heliograph. Dies ist eine batterielose, lautlose militärische Kommunikationsmethode, die von Rohstoffkrisen unbeeinträchtigt bleibt. Und noch etwas, das kaum jemand kennt. Was trägt man, wenn synthetische Stoffe Polyester ausgehen? Man lernt, wie man Fasern aus Brennnesseln gewinnt und daraus das stärkste Seil der Welt, Brennnesselfaser, herstellt. Brennnesseln sind nicht nur Suppe, sie sind die Textilfabrik der Rohstoffkrise.
Funktioniert Ihr Generator nicht mehr, wenn AdBlue und Diesel ausgehen? Nein. Alte Dieselmotoren lassen sich wieder zum Laufen bringen, indem man Altspeiseöl filtert und etwas Terpentin hinzufügt. Ich will euch nicht zum Konsum animieren. Ich forme euch wie ein Alchemist. Ich zeige euch, wie ihr mit Abfall, Schrott, Gras und den Prinzipien der Physik Unmögliches vollbringen könnt. Das ist die größte Hilfe, die ich euch geben kann. Wir sind eine Gemeinschaft der Vorsorge. Wir müssen einander helfen. Wenn die Rohstoffkrise Plastiktüten und die Müllabfuhr der Stadt trifft, verwandelt sich die Stadt in einen Nährboden für Seuchen. Darüber müssen wir reden. Die Rohstoffkrise legt nicht nur die Regale lahm, sondern auch die Müllwagen. Wenn die Plastikrohstoffe ausgehen, kann die Stadt die Wasserleitungen nicht reparieren. Was macht jemand im 15. Stock, wenn das Wasser abgestellt wird? Sobald die Toilette gespült wird, beginnt die Katastrophe. Ihr müsst die Kalk- und Müllsack-Taktik kennen. Ich habe sie in meinen vorherigen Videos ausführlich erklärt. Ihr müsst wissen, wie ihr euren Müll geruchsneutral und krankheitserregend entsorgt. Eine Handvoll Kalk rettet in einer Rohstoffkrise schneller Leben als Cholera. Während andere jammern, müsst ihr wissen, wie ihr euer Wohnhaus vor einer solchen Herde bewahrt. Schließlich betrifft die Rohstoffkrise nicht nur Güter, sondern auch die psychische Gesundheit der Menschen. Deshalb müsst ihr über ausreichende psychische Reserven verfügen. Wenn der moderne Komfort wegfällt, können Menschen zu Monstern werden. Meine Freunde, der wichtigste Rohstoff ist Resilienz. Wenn die Märkte leer sind, hungern nicht nur die Mägen, sondern auch der Wille. Jemand kämpft im 15. Stock nicht nur gegen den Hunger, sondern auch gegen Einsamkeit und Ungewissheit. Ein anderer trotzt auf dem Land den Naturgewalten. Selbst der beste Generator nützt nichts, wenn man kein Notfallkonzept im Kopf hat. Der Grundgedanke des Protokolls von 1945 lautet: Beklage dich nicht über Mangel, sondern passe dich dem Unmöglichen an. Ein Prepper ist nicht einfach jemand, der Vorräte hortet. Er ist jemand, der inmitten des Chaos Ruhe bewahrt. Wenn du bis hierher gelesen und das Video genossen hast und meine Mühe schätzt, abonniere bitte meinen Kanal, teile das Video und unterstütze mich. Die Mission des Kommissars für heute ist abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Pass auf dich auf, bewahre Ruhe und entwickle dich weiter.